jetzt komme ich endlich mal zum Filmen. Es war vorher ein bisschen arg misty oder scheiß neblig, also hat es sich nicht wirklich gelohnt. Das da hinten ist die Glencairn Distillery, glaube ich. Also bin ich schon 10 Kilometer gelaufen und ja, wir haben es erst 9 Uhr morgens. Ich bin also seit 7 unterwegs, knapp 2 Stunden und jetzt 10 bis 12 Kilometer gelaufen. Ja, mir geht's noch gut. Ich fange langsam an zu schwitzen. Heute Morgen waren es keine 10 Grad, aber ich hätte trotzdem im T-Shirt laufen können, so warm ist mir beim Laufen. Und jetzt habe ich hier die Sonne. Es wird warm. Vielleicht laufe ich irgendwann einfach nackt. Ja, macht aber bislang noch Spaß. Ist eigentlich ganz cool hier. Auch heute Morgen mit dem Nebel bin ich eigentlich durch 2 große Wälder gelaufen. Das war zwar ein bisschen gruselig, aber ist echt cool hier. Von Glasgow gestern und heute Morgen gab es eigentlich nichts Großartiges zu filmen. Ist eher langweilig und ziemlich überlaufen, also viele Menschen. Und da habe ich keinen Bock zu filmen. Heute Nacht auch. Wir waren im Hostel im Zimmer 14 Leute. Ja, da schläft sich halt geil. Vor allem, weil einer geschnarcht hat wie Sau. Naja. Ja, ich bin jetzt so der Profi-Filmer, was das angeht. Und mein Selfie-Stick-Ding ist irgendwo im Rucksack. Mal gucken, wie ich das so die nächste Zeit mit dem Filmen mache. Ich hoffe, das klappt. Ja, ich laufe jetzt erstmal weiter. Buh. Ich glaube, die Schafe hier haben Angst vor mir. Ja, ich bin jetzt gerade nur 3 Meter weiter gelaufen. Kurze Korrektur. Das ist die Glencairn Distillery. Aber okay. Die Schafe rennen weg von mir. Geil. Ah ja, ich hatte gerade vor ein paar 100 Metern, oder schon länger, vor ein paar Kilometern hatte ich einen ziemlich seltsamen Wegbegleiter. Oder Begleiterin, ich weiß es nicht. Ein Perlhuhn ist mir ein paar 100 Meter neben mir hergelaufen. Ja, hätte ich Hunger gehabt, wäre das eigentlich ein tolles Frühstück gewesen. Aber ich glaube, die Dinger zu fangen ist auch nicht so ganz lustig. War aber ganz cool. Ja. Hoi. Ich mache gerade ein paar Minuten Pause. Oder 10, 20 Minuten so. Hab mich kurz gestärkt hier. Ist ganz gechillt. Das ist Beech Tree Inn. Die machen zwar erst eine Stunde auf, aber das ist ja egal. Ich brauche da nicht rein. Bin jetzt 12, 13 Kilometer gelaufen. Wir haben es ja 9:30. Trinke jetzt ein bisschen Magnesium, chill jetzt ein bisschen. Ich liege eigentlich optimal in der Zeit, mir geht es noch gut. Keine Beschwerden. Die Sonne verpisst sich gerade auch wieder ein bisschen, Gott sei Dank. Also ich kann den Pulli anlassen. Ja. Bin mal gespannt, wie das die nächsten Tage noch wird, aber gerade fühle ich mich echt topfit. Kann weitergehen. Hier haben wir Moose. Aber ich glaube, das juckt die nicht, dass ich direkt neben denen stehe. Wobei, ich glaube, ich gehe jetzt doch lieber ein bisschen weiter. Irgendwie sind wir nicht ganz geheuer. Naja. Hoi. Guck. Hallo. Mir ist warm. Ja, also wie gesagt, ich war um 12 schon fertig mit der eigentlichen Route für den ersten Tag. 20 Kilometer. Aber ich habe hier vorher
festgelegt, dass ich 30 laufe heute. Also ein bisschen weiter als normal. Ja, deshalb war ich ja um 12 in dem Pub in Drimmen. Dort war ich mit Robert. Den habe ich getroffen vorher, 5 Kilometer vorher, der ist mit mir gelaufen. Hat mit mir gegessen, wir haben erzählt und ja, der ist dann aber einen anderen Weg gelaufen, weil er nur 5 Tage Zeit hat und der ist eine Abkürzung gelaufen, also quasi den Highway lang runter. Da dürfte der quasi in 2-3 Stunden dürfte der da sein, wo ich morgen Abend bin. Ja, aber ich wollte halt nicht abkürzen, ich lauf's richtig. Der Weg von dem Pub allerdings hier hoch, das waren jetzt auch nur, sagen wir mal, knapp 5 Kilometer. 3 bis 5 Kilometer. Steil bergauf. Mein Rucksack wird immer schwerer und mir ist warm. Ja, aber ich habe noch Zeit. Ich werde wahrscheinlich nicht auf Connick Hill hochgehen, weil da ja zum Teil auch verboten ist zu zelten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwann kommt da ein Schild ab, wo es nicht mehr geht. Hier beginnt jetzt Wald. Ja, vielleicht werde ich irgendwo in dem Wald mein Zelt aufschlagen nach nochmal 5 Kilometern. Keine Ahnung, wie weit ich komme, mal gucken. Aber Achtung, die Aussicht von hier, wenn man das sieht. Eigentlich ganz cool. Oh, es ist geil zu sitzen gerade. Ich freue mich dann, wenn mein Zelt steht, dann mache ich nochmal ein Video, denke ich. Bis später. Der Wald hier übrigens heißt Gardat Ban. Das klingt schon fast wie aus Herr der Ringe. Oh, ich glaube, ich kann da hinten Loch Lomond sehen. Das erste Mal, dass ich den sehe. Warte mal. Nee, das funktioniert noch nicht. Ich mache dann später noch mal ein Video. Ich probiere es jetzt mal aus, mich beim Laufen zu filmen. Wie gesagt, ich bin noch kein Profi, aber vielleicht habe ich es am Ende ja irgendwann raus. Ja, das da hinten. Moment. Ja, ich weiß nicht, ob man das sehen konnte. Aber da hinten ist ein Loch Lomond. An dem Ufer werde ich am Morgen zelten. Also der Rucksack wird immer schwerer irgendwie. Warte, da vorne kann man es mal besser sehen. Ich laufe mal ein Stück schneller, dass das Video nicht so lang wird. Oh, geile Aussicht, Mann. Hier noch ein Bach, ich glaube, da hole ich mir noch was zu trinken. Aber erstmal vor. Yeah. Yeah. Okay. Also da unten ist Loch Lomond. Und an dem See werde ich ganze 2 Tage beschäftigt sein, bis ich da am Ufer lang gelaufen bin. Und da werde ich heute auch nicht mehr hinkommen, weil der Weg führt nicht gerade darunter, sondern, ja, das sieht man jetzt hier nicht, aber über den Hügel ganz da hinten am Horizont. Da wollte ich ja auf der Spitze drauf schlafen. Mal gucken. Ich laufe mal weiter.
Jetzt ist nice. Ich höre mal auf zu filmen, okay? Ich laufe weiter. Abendessen. Hallo. Quack. Oh, du Langweiler. Lass dich schon laufen. Okay. Also entweder da lang, runter zum See. Oder da lang, hoch auf den Berg. See, Berg. See, Berg. Ah, warte. Jetzt bloß nicht auf die Fresse fliegen, Alter. Oh, mit Rucksack war das geil. Jo. Ich würde sagen, See habe ich morgen noch genug. Also Berg. Mal sehen, wie weit ich komme. Wir haben es übrigens mittlerweile 3:30. Und ich bin schon um einiges weiter gelaufen, als ich es eigentlich sollte. Aber nee, wie gesagt, ich habe mir geplant, dass ich da oben drauf schlafe. Mal gucken, ob das klappt. Wenn nicht, dann halt kurz davor. Also, ich bin jetzt doch nicht hoch nach Konnighill. Der ist da hinten. Ich bin aber kurz davor, knapper Kilometer nur. Die Sache ist die, da oben wäre ich ziemlich ungeschützt. Es ist windig. Jeder kann mich sehen. Hier ist jetzt kurz vorher noch ein kleines Waldstück. Der Wald hört jetzt hier auf. Und habe ich gedacht, bleibe ich einfach hier. Hier ist ruhig. Hier gibt es scheiß viele Mücken. Aber ansonsten ist hier echt cool. Es ist jetzt erst 5. Aber ich denke, die Zeit kriege ich schon noch rum. Ich meine, wenn ich jetzt noch da hoch wäre, weiß ich nicht, ob ich es geschafft hätte, das Zelt rechtzeitig aufzustellen. Ja, wobei doch. Aber wie gesagt, hier unten ist mir gerade lieber. Hier bin ich geschützt, hier habe ich Wald. Ich zeige gleich nochmal das Zelt, das habe ich da hinten aufgebaut. Ja, wenn es regnen sollte, stehe ich quasi unter Bäumen. Also ist das auch nicht so tragisch. Ich hoffe nur, hier gibt es nicht irgendwelche großen Tiere, aber eher nicht. Und ja, ich habe jetzt noch kurz was gegessen. Werde jetzt vielleicht noch ein bisschen hier ohne Zelt und Rucksack die Gegend erkunden. So in dem Wald hier, sieht ganz cool aus. Ja, und dann bin ich hier an meinem ersten Campingspot.
Tada! Da ist mein Zelt. Gut geschützt. Und ja, hier außenrum ist nichts viel los. Scheiß Mücken. Alter, die Dinger sind überall. Oh, Junge, verpiss dich. Ja, also lang werde ich nicht hier draußen sitzen. Das ist ja ekelhaft. Die scheiß Vampirbiester tun höllisch weh, ey. Oh, Junge. Just for one day. Guten Morgen, Schaf. Bleibst du bitte an meinem Zelt weg? Ich muss erst noch abbauen. Okay. Schaf? Okay. Ciao, Schaf. Morgen. Also nachdem ich gerade von dem Schaf geweckt wurde, habe ich jetzt doch alles abgebaut und bin mal weitergelaufen. Es dürfte 8 Uhr sein. Und ich muss jetzt da hoch. Von da hinten rum, da hoch und dann da runter. Puh. Also, ich habe schon besser geschlafen. Aber gut. Was erwartet man auch in einem Zelt? In so einem Mini-Zelt. Ich glaube, ich sehe den Weg da hinten. Der sieht böse aus. Naja, das Wetter ist noch ein bisschen trüb, aber die Sicht nach da hinten sieht klar aus. Und nach Regen sieht es auch nicht unbedingt aus gerade. Es ist zwar ein bisschen gemeldet heute, aber noch habe ich Glück. Achtung, Stufe. Naja, ich laufe da mal weiter. Muss ich dazu noch was sagen? Es geht jetzt den ganzen Berg da hoch. Ich glaube, ich trinke noch einen Schluck vorher. Oh mein Gott. Das ist früh am Morgen, ey. Geil. Das gibt jetzt mal ein kleiner Trailer. Ich muss da runter an den See. Aber erst darauf. Ach ja, und ich komme von da unten. Und es ist 9 morgens. Ich könnte gerade wieder ins Bett gehen. Puh.
bisschen windig ist gerade. Aber ich hab's geschafft auf den scheiß Hügel hier, ey. Ja, sorry, da vorne steht so ein kleiner Gandalf und macht auf, du kommst nicht vorbei. Ja, Gott sei Dank ist es nicht der mit den Hörnern. Ja. Du bleibst schön da stehen. Es regnet zwar gerade, aber die Wegstrecke hier gefällt mir um einiges besser. Wäre es jetzt so kalt, würde ich hier reinspringen. Ich habe aber gerade gut gefrühstückt. Full English Breakfast, aber mit Haggis. Jetzt bin ich satt. Großer Kaffee dazu. Oh. Also ich wollte ja irgendwie jeden Tag mal Haggis probieren, aber jetzt nach dem zweiten Tag, es schmeckt zwar gut, aber die Scheiße ist tierisch überpfeffert, ey. Bisschen scharf so. Ich probiere, glaube ich, beim nächsten Mal was anderes. Naja, die Strandstrecke endet hier. Es geht wieder in den Wald. Also es ist jetzt ein bisschen arg nass. Langsam. Und der Weg hier geht die ganze Zeit hoch, runter, hoch, runter. Puh. Es wird anstrengend. Und was noch viel gruseliger ist, seit Bamaha, also seit dem Frühstück, das sind jetzt schon 7 Kilometer ungefähr, werde ich von einer Gruppe Mädels verfolgt. Ich glaube, das sind 5 Stück oder so. Egal was ich mache, abhängen ist irgendwie unmöglich. Ich habe auch versucht, die überholen zu lassen. Geht auch nicht. Die sind immer exakt 100 Meter hinter mir. Und jedes Mal, wenn ich mich ein paar Minuten hinsetze und Pause mache, bleiben alle 5 stehen und setzen sich auch hin und machen Pause. Also entweder kennen die den Weg nicht oder haben gerade alle 5 ihren Eisprung. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie muss ich die loswerden. Und es nervt.
Naja. Und trocken werden wäre auch gut. Es ist nicht mehr so arg weit. Naja, doch. Ich schätze noch mal 8 Kilometer. Es ist auf dem Scheißterrain heftig, aber gut. Hier geht's weiter. Jo. Geil. Das kann jetzt nicht denen hier ernst sein. Was muss ich denn heute noch alles machen? Ah, komm on. Ja, hier ist der schöne See. Oh, come on. Oh mein Gott. Ist ja nicht so, als hätte ich einen fucking schweren Rucksack auf. Ach du Scheiße. Oh. Also ja, ich habe gehört, dass die zweite Tagesetappe ein bisschen härter sein soll. Aber mit Conny Kill und dem da. Gott, hoffentlich kann ich später noch mein Zelt aufstellen. Bei dem Regen wird das eh genial. Oh. Yes. Alles drauf. Alles drauf. Jo. Wenn ich jetzt auf die Fresse fliege, dann ist alles vorbei. Könnt ihr mich abholen. Oh mein Gott. Yeah. Und jetzt? Oh, come on. Ich höre auf zu filmen. Also es kann sein, dass ich vielleicht ein bisschen viel fluche, aber den schönen Weg, den ich vorhin hochgegangen bin, bin ich nur 5 Minuten später auf der anderen Seite wieder runter. Und das alles nur um da hoch und noch weiter da hoch wieder zu laufen. Es nimmt ewig kein Ende mit dem Hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auf geht's. Ich meine, hoch und runter war es vorher schon. Und Conny Kill heute Morgen war auch nicht gerade ein kleines Hügelchen. Aber langsam wird's kriminell. Ich meine, für 10 Kilometer 2 Stunden einplanen ist ungefähr Normalität, aber wie das hier jetzt funktioniert, bei mir ist es das Doppelte. Oh Gott, da oben geht's weiter. Juhu.
Also ich laufe mal weiter. Yeah, keep going. Ich habe jetzt gelernt, den Felix zu imitieren. Also, ich weiß jetzt, wie er sich fühlt. Deshalb würde ich dringend raten, ihn einzuschläfern. Der muss leiden. Lauf, Forrest. Lauf. Ich kann fliegen. Ne, verarscht, nur eine Brücke. Ah. Und weiter geht's. Abschluss des Tages. Fuck it. Just fuck it. Also gegen Ende kam noch mal ein bisschen die Panik auf. Deshalb filme ich jetzt auch nicht von draußen, sondern direkt hier im Zelt. Es schüttet in Strömen. Oder besser gesagt, es pisst wie Sau. Die letzten paar Kilometer bin ich fast gekrabbelt. Meine Beine tun weh. Ich war kurz vorm Verzweifeln. Und ich musste ja unbedingt die Tagesetappe, also das Ziel erreichen, weil ich ja vorher nicht zelten darf. Also bin ich wirklich fast auf allen Vieren, Kilometer für Kilometer, die scheiß Waldstrecke lang, im Regen. Ich bin nass bis auf die Knochen. Ja, und dann habe ich, als ich quasi die Linie da überschritten hatte, keinen scheiß Platz zum Zelten gefunden, weil hier alles totsteil ist. Dann bin ich nochmal irgendwo hochgekrabbelt, an so einem komischen Wasserfall. Jetzt habe ich ein paar freie Meter gefunden, um irgendwie ein Zelt aufzustellen. Ja, ich zelte quasi in Schräglage jetzt, aber ist mir scheißegal gerade. Ich will nur irgendwie die Nacht überstehen. Da freue ich mich aber auf morgen früh, das scheiß Zelt wieder abzubauen. Na gut, die meisten Sachen sind eh alle nass. Ich vor allem. Und es hört einfach nicht auf zu regnen. Ich hoffe, ich überlebe jetzt einfach die Nacht. Ich melde mich dann morgen nochmal. Vielleicht mit einem Video davon, wie mein Zeltplatz überhaupt aussieht. Ja. Vielleicht werde ich morgen wahrscheinlich ja nicht so viel filmen, weil ich habe morgen nochmal 20 Kilometer zu laufen. Ungefähr sieht alles genauso aus wie das, was ich heute gelaufen bin, bis ich dann endlich an dem verfickten See vorbei bin. Gott, wie ich ihn hasse. Wir haben's 6:30. In einer halben Stunde geht die Sonne unter. Aber ich glaube, so lange schaffe ich gar nicht mehr. Ich falle jetzt irgendwie tot in Ohnmacht. Oder so. Gute Nacht. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more.
Ja, guten Morgen. Äh, Viel bleibt mir nicht zu sagen gerade. Die Nacht war genauso Horror, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich muss einfach nur hier weg jetzt. Mein Zelt steht unter Wasser. Ich bin nass. Und ich habe jetzt 20 Kilometer zu laufen. Und ich will die so schnell durchrennen, wie es irgendwie geht. Wobei meine Knie beide so durch sind. Äh, mit 5 Stunden werde ich wahrscheinlich rechnen. Für die 20 Kilometer. Das sieht hier eigentlich so schön aus, aber oh, grausam. Grausam, ich will hier weg. Okay, I'm back on the trail. Also, bin jetzt erst ein paar Meter gelaufen, aber ich denke, ich mache noch Frühstück. Und zwar hier. An meinem eigenen kleinen Frühstücksprivatstrand. Irgendwie muss ich die Nacht ja kompensieren. Holy shit. Jo. Ich muss mir was einfallen lassen, weil meine ganzen Sachen nass sind. Uncool. Also das Zelt aufbauen, nochmal im Nassen, im Regen, eher schwierig. Gerade regnet es nicht, wie man sieht. Ausgerechnet jetzt habe ich meine Full Regenmontur an. Jo. Yeah. Ich esse jetzt mal was, okay? Also wenn ich den Weg so sehe, ich glaube nicht, dass heute leichter wird. Oh Mann, 20 Kilometer. Geil. Oh mein Gott. Auf geht's. Also mein Ziel war es, so schnell wie möglich heute die Tagesetappe hinter mich zu bringen und mir für heute Abend irgendeine Lösung einfallen zu lassen. Jetzt muss ich gerade aber eine halbe Stunde Zwangspause einlegen. Das hat sich gestern schon angedeutet und wurde über Nacht jetzt nicht wirklich besser, eher schlimmer. Ich hatte gerade Final Breakdown in meinem rechten Knie. Ja, ich muss jetzt warten, bis die Schmerzmittel wirken, sonst ich kann keinen Schritt mehr gehen. Und habe den größten Teil der Strecke noch vor mir. Ja. Also Loch Lomond ist wirklich ein schöner See, geiles Urlaubsziel und so, aber hier am Ufer lang laufen, in dem Wald, auf der Strecke das grenzt an Selbstmord. Ich bin froh, wenn ich hier vorbei bin. Danach wird die Strecke zwar ja, auch schwierig, aber nicht mehr hier auf dem ekelhaften Untergrund hoch runter über Felsen und umgefallene Bäume und das ganze Zeug. Mit dem schweren Rucksack hinten drauf, vor allem weil heute Nacht hier so nass war, wiegt das Ganze jetzt fast doppelt so viel. Mit dem Wasser vollgesaugt. Das macht mein Knie einfach nicht mit. Ja, ich muss mir was einfallen lassen. Der Horror nimmt kein Ende. Okay, nicht wegen dem Eis,
Ich habe für die 10 Kilometer hierher jetzt 5 Stunden gebraucht. Grund dafür, mein Knie. Ich kann nicht mehr auftreten. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll, Mann. Ich habe noch 10 Kilometer zu laufen und rein von der Zeit kein Problem. Aber, ach Gott, ist das eisgeil. Aber ich laufe 5 Meter und kipp um. Dann stehe ich wieder auf, laufe 5 Meter und kipp um. Auch noch mein rechtes Knie. Also hier Gruß an Oma und Lisa. Mein Knie habe ich ja wohl von euch. Geil. Ich muss mal schauen, wenn ich irgendwie Kamikaze-mäßig noch die 10 Kilometer schaffe, dann wäre das schon geil. Wenn nicht, muss ich irgendwie meine komplette Planung umschmeißen und gucken, ob es dann überhaupt weitergeht. Keine Ahnung gerade. Ich brauche jetzt erstmal mein Eis. Cheers. Also ich will ja nicht die Pussy raushängen lassen. Aber falls sich jemand fragt, warum mein Knie durch ist, so sieht der Weg seit 11 Kilometern aus. Hoch und runter. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das weiterpacke. Das sind so höllische Schmerzen. Ich glaube, ich brauche daheim eine Prothese. Ein neues Knie. Juhu. Okay, Plan B für heute. Meine ganzen Auas sind einfach zu groß, als dass ich den Rest heute noch schaffen würde. Aber ich bin ja nicht blöd. Die Sonne scheint ziemlich arg. Und deshalb habe ich das jetzt einfach genutzt, um erstens mal meine ganzen Sachen zu trocknen. Und zweitens mal Großwasch zu machen. Weil für mein Knie ist es bestimmt auch gut, wenn ich das mal ein bisschen in kaltes Wasser lege. Ansonsten, wir haben es 3. Heißt, ich habe noch genug Sonne. Und es ist gerade auch gut warm. Er ist jetzt in kurzen Hosen da. Und jetzt genieße ich einfach den Tag am See. Mir fehlen dann 8 Kilometer über das scheiß Waldstück wieder. Oh, ich hasse das. Die 8 Kilometer muss ich aufholen. Wahrscheinlich nicht alle morgen. Das verschiebt sich dann alles immer so ein kleines Stück. Aber ich denke, ich werde es bis zum Ende hin schaffen, die 8 Kilometer aufzuholen. Falls mein Knie die Scheiße mitmacht. Ansonsten habe ich auch noch einen Tag Puffer am Ende. Also Ben Nevis ist noch nicht ganz sicher. Der wackelt gerade ein bisschen. Ich werde es auf jeden Fall schaffen. Die Frage ist halt nur, wie. Ja, ich kann ja mal kurz meine kleinen Auas zeigen. Oder hier mal die Umgebung. Moment. Also. Ich werde hier wahrscheinlich direkt am Wasser dann zelten. Sobald alles trocken ist. Und ja,
Ich muss mal an meinen Füßen. Ah, das sieht auch geil aus, wie hier einfach die Haut abgeht. Junge. Muss zugeben, ist mir gar nicht aufgefallen. Mein Knie hat so arg wehgetan. Da habe ich das an meinen Füßen gar nicht gemerkt. Aber ist gut, wenn ich jetzt mal ein bisschen ins Wasser gehe. Warm genug ist es dafür gerade. Ein bisschen abkühlen. Ein bisschen, mein Knie kühlen. Und dann war es das eigentlich für den Tag schon. Ich baue dann später noch mein Zelt auf, sobald es trocken ist. Also, ich bin jetzt in Glasgow am Flughafen und ja, ich habe meine Tour frühzeitig abgebrochen. Es ist jetzt schon ein Tag später, heute ist Samstag, mein Flug geht in einer Stunde. Gestern, nach der Nacht in dem Zelt am See, oder beziehungsweise schon in der Nacht, ist mein Knie nochmal so arg angeschwollen und hat so sehr wehgetan, dass es einfach unmöglich war, irgendwie weiterzumachen. Ich habe nachts kaum schlafen können, habe morgens dann, ich habe es kaum hinbekommen, mein Zelt überhaupt wieder abzubauen, weil ich nur auf einem Bein stehen konnte und bei dem Nassen und Kalten, das war einfach so schmerzhaft. Ich habe es mir nicht ausgesucht, das ist echt mies. Ich hätte gern weitergemacht, aber es ging nicht. Ich bin dann, habe dann alles irgendwie doch zusammengepackt, bin dann nochmal 4 Kilometer durch den Wald geklettert, gekrabbelt, alles Mögliche, bis ich dann irgendwie an dem Ufer eine kleine Anlegestelle für Boote gefunden habe. Und da war so ein Mast mit einer Boje oben drauf. Und im Notfall konntest du die Boje nach oben ziehen. Und dann ist auf der anderen Seite vom See jemand mit so einem kleinen Speedboot gekommen und hat dich abgeholt. So, der Fährmann kommt mich abholen. Puh. Aber auch ein Glück, dass hier eine Fähre ist, beziehungsweise ein Mann, der Boot fahren kann. Auf geht's aufs Schiff. So we say goodbye. Coole Idee. Und ich habe das dann auch definitiv gemacht. Für mich war dann klar, es geht nicht mehr weiter. Ich muss aufhören. Und ja, dann habe ich mich quasi mit dem Boot retten lassen. Und auf der anderen Seite war ein kleines Kaff, Art Louis. Eigentlich war das nur der Hafen und ein Restaurant und ein Campingplatz. Aber mit Zuganbindung. Mhm. Und ja, ich bin dann dort in das Restaurant gegangen, habe dort erstmal gut gegessen. Nachdem ich ja vorher nochmal quasi 4 Stunden unter Schmerzen geklettert bin. Hab dann dort WLAN gehabt und hab mit Zügen und Hotel und Flug versucht, ein bisschen was schon zu klären. Hat auch gut funktioniert. Dann habe ich mir einen Zug ausgesucht, der nach Glasgow zurückfährt am selben Tag. Und lustigerweise am Bahnhof dort kam dann kurz bevor der Zug kam, kam so ein junger Mann, dürfte eigentlich mein Alter gewesen sein, auf mich zu, auch mit der Rucksack und humpelnd. Hat mich direkt angesprochen, was los ist, warum ich nach Glasgow fahre. Hat er mir erzählt, ja, sein Knie tut so weh. Er ist Dienstag los und musste abbrechen, hat das Boot genutzt und fährt jetzt zurück. Er musste nach Edinburgh, ich nach Glasgow.
Also ich muss so lachen. Der hat selbes Schicksal wie ich, er hat mich dann irgendwann Soulmate genannt. Aus Tschechien kam der, wenn ich das noch nicht gesagt habe. Der war aber ganz cool. Wir saßen dann die 3 Stunden Zugfahrt bis Glasgow zumindest, wo ich dann aussteigen musste, saßen wir zusammen, haben uns unterhalten. War echt lustig, haben uns ausgetauscht über alles Mögliche. In Glasgow dann bin ich direkt in ein Taxi gestiegen und in das Hotel, das ich vorher in dem Restaurant dann gebucht hatte, bin ich direkt dahin. Es war ein cooles Hotel, scheiß teuer, aber was erwartet man, wenn man am selben Tag notgedrungen noch ein Hotel sucht? Findet man nichts Gescheites. Hostels waren alle ausgebucht. Ähm, Moment. Flybe, this is the final call for passengers travelling to Belfast City on flight BE133. With all remaining passengers travelling on this flight, please proceed immediately to gate 15. Ja, vom Hotel gibt es eigentlich nicht mehr viel zu erzählen. Ich habe dann endlich mal geduscht, habe angefangen meine Wunden zu zählen und vor allem Zecken. Ich habe gestern Abend 8 Zecken gezählt, mittlerweile bin ich bei 16. Manche sind noch drin, die meisten habe ich rausgemacht. Es werden irgendwie immer mehr, keine Ahnung. Ansonsten geht es mir aber eigentlich ganz gut, bis auf die Sache mit meinem Knie, ich kann immer noch nicht laufen. Ja, heute Morgen dann musste ich um 11 aus dem Hotel raus und mein Flug ist jetzt erst abends. Und ich hatte irgendwie dann doch keine Lust, 8 Stunden am Flughafen zu warten. Und glücklicherweise war vor dem Hotel eine Haltestelle für die Sightseeing-Busse. Und da habe ich mir ein One-Day-Ticket gekauft, habe mich ganz oben hingesetzt und bin 2, 3 Runden durch Glasgow gefahren. Weil man sonst nichts zu tun hat. Aber jetzt habe ich wenigstens Glasgow gesehen. Und ich war aber irgendwie der Einzige, der dauernd lachen musste, wenn der Typ erzählt hat, dass der Gründer von Glasgow St. Mungo heißt. Keine Ahnung. Egal, immerhin weiß es jetzt. Ja, danach habe ich noch schnell was gegessen und bin an den Flughafen. Dort sitze ich jetzt auch schon ein paar Stunden. Mein Flug geht jetzt Gott sei Dank gleich. Ich habe mich jetzt gerade noch eine Stunde lang mit einem Inder unterhalten. Der war wegen der Arbeit in Glasgow, fliegt jetzt nach London, keine Ahnung warum, weil eigentlich wohnt er in Indien. Er hat mir dringend nahegelegt, einfach mal in Indien wandern zu gehen. Es gibt auch so günstige Flüge und ja, der hat mir ganz Indien erklärt. Alles Mögliche. Wie gesagt, er hat eine Stunde lang gelabert. War ganz cool. Ich habe hier generell eigentlich ziemlich viele coole Leute kennengelernt. Also der im Zug, jetzt der Inder, dann am ersten Tag Robert, mit dem ich mich ja auch stundenlang unterhalten habe. Der war aus Ungarn, glaube ich, ja. Naja. Ich will definitiv irgendwann, wenn das mit meinem Knie gut ausgeht, den Rest der Strecke noch machen. Dann aber höchstwahrscheinlich den Loch Lomond Part rausgestrichen. Denn der ist einfach nicht machbar. Halt die Schnauze. This is a final call for passengers travelling to London Gatwick on flight EZY 886. With all remaining passengers travelling on this flight, please proceed immediately to gate 9. Jo. Naja, jedenfalls. Gleich ist mein Flug. Und ich bin dann endlich daheim und kann vielleicht mal zum Arzt oder so.